Ja, guten Morgen. Machen wir mal zu, damit es ein bisschen ruhiger wird. Und los geht's. Diese Richtung. Herzlich willkommen zu unserer Tour auf dem Balkan. Also ich habe noch ordentlich Zeit. Um zum Treffpunkt zu kommen. Im Moment laufen alle Kameras so, wie sie sein sollen. Ich hatte zwar eben schon wieder ein leichtes Problem, aber nur ein leichtes. Aber das ist, im Moment ist das egal. Ja, ihr seht, das Wetter ist ausbaufähig. Es hat gestern ordentlich geregnet. Ich bin jetzt aber mal ohne Regenklamotten losgefahren. Also ich habe sie nicht angezogen. Sind wie vieles andere auch im Koffer verstaut. Ja, und wir brauchten es auch nur insgesamt 3-mal. Und es geht los. Ja, wie ich im Vorbereitungsvideo angekündigt habe, werden wir jetzt erstmal uns treffen in Bispingen. Da fahre ich jetzt mal hin. Ich blende das Video hier oben in der Ecke jetzt mal ein. Das habt ihr ja vielleicht schon gesehen. Keine 3 Kilometer gefahren, schon die erste Baustelle. Ja. Also da ist jetzt Durchfahrt verboten. Das ist ja auch neu. Kurz vor Bispingen schalte ich dann wieder an, denn jetzt hier die Umleitung zu fahren könnte ein bisschen langweilig sein. Gut Leute, Bispingen. Ein Hauch von Verspätung, aber schon ein bisschen was aufgeholt. 10:19 Uhr haben wir gerade. Ich denke 50 Kilometer haben wir noch bis dahin. Das heißt, wir werden 10:43 Uhr in Bispingen sein und dann den Klaus treffen. So, Bispingen, Kartcenter, Skihalle. War jetzt auch schon lange nicht hier. Da ist scheinbar noch einiges hinzugekommen. Da ich jetzt hier auf die anderen warte, denke ich mal, kann ich euch so ein bisschen was zeigen davon. Aha. Ah, da bauen sie auch gerade wieder aus irgendwas Neues. Abenteuerland. Na siehste. Aha. Na dann. Bis gleich. Ja, wir sind in Australien angekommen, wie man sehen kann. Ne, wir sind am Startpunkt in Bispingen und ich warte jetzt auf Uwe und Claudius und dann wird es auch losgehen, denn wie immer, wir essen zwar nicht. Da hinten ist die Skihalle. Da das Stadtcenter von Walschenmacher. Ja, dieses Jahr geht es nicht dahin, sondern dahin.
Ja, ihr könnt die Webseite ja mal auschecken. Im Moment sind dort die GPX-Daten alle drauf. Und so die ersten Informationen. Ich will mal versuchen, je nach WLAN-Verfügbarkeit von unterwegs mal das eine oder andere zu schreiben. Geschafft, geschafft, geschafft. Wir sind jetzt gleich in Bispingen. Da seht ihr die Ralf Schumacher Kart- und Bowlbahn. Und hier werden wir jetzt gleich den Klaus treffen. Oh, das ist so schick. Fahren wir nicht über den Haufen gleich am Anfang. Danke. So, komm, Meister. Meister, fahr mal. Alles zu. So, Scheibe habe ich jetzt hochgedreht. Hier auf der Bahn ist es nämlich besser. Und jetzt als erstes mal zur Tanke. Wenn es nachher anfängt zu regnen, halten wir an und ziehen Klamotte an, oder? Nee, ich würde es dann aber gern machen, weil ich werde sonst relativ schnell relativ nass. Ja, wenn es sich so anhört, als ob ich Selbstgespräche führe, liegt es einfach daran, dass wir übers COM-System verbunden sind und ich natürlich mit meinen Mitfahrern spreche. Attacke. Und weiter geht's. Weiter geht's. Langsam ändert sich das hier so ein bisschen von der Landschaft. Das ist schon cool. Ist ja auch Harz jetzt schon, ne? So, jetzt machen wir die nächste Pause. Wow. Schick, schick. Weil Claudius muss jetzt mal kurz telefonieren. Wir haben jetzt kurz vor 2. Dann fahren wir jetzt hier raus und dann schauen wir mal. Schönen Parkplatz finden. Ah, hier ist doch einer. So. Guck mal, jetzt muss ich hier, toll, in diese kleine Lücke. Uwe meckert, weil er in diese kleine Lücke muss. So, und tschüss. Ja, Rastplatz Göttingen. Soweit läuft's gut. Da hinten stehen wir. Ja, Claudius macht nur kurz einen Anruf. Und wir machen kurz Pause. Das Wetter ist auch besser geworden. Echt perfekt.
und geht gleich weiter. So, Premiere, der erste Aufkleber ist verklebt. Auch wenn sie die hier wieder abkratzen. Musste sein. Hier ist ein Loch. Musste sein. B, oder? So, jetzt fahren wir nochmal ein Stück Autobahn. So circa bis Kassel. Und dann runter, Rest fahren wir dann Landstraße. Wir haben jetzt noch 180 Kilometer. Die können wir dann auch entspannt ein bisschen über die Dörfer fahren und über die Landstraße. Dann gibt es ja ganz sicher auch ein bisschen mehr zu sehen als hier die mittlere Fahrspur der A7. So Jungs, ich brauche mal kurz was für die Kamera. Einmal hier den Claudius. Super. Jetzt sind wir runter von der Autobahn und wollen uns mal dem kurhessischen Bergland hingeben. Da sind wir nämlich jetzt gerade. Eben sind wir auch am Herkulesblick vorbeigefahren. Das hatten wir uns ja letztes Jahr angeguckt, wie das Ganze aussieht. Hier ist die Eder. Ja, schön. Ja, man wird es gleich sehen, so ganz glimpflich kommen wir nicht davon. Also es wird am Horizont jetzt schon dunkel und das wird uns gleich dann erwischen. So, wir sind irgendwo im Nirgendwo. Mal kurz rausgefahren und was getrunken. Und jetzt geht's weiter. Haben noch 90 Kilometer bis zum Ziel. Das ist gut. Ja, jetzt hat uns der Regen doch erwischt. Also, es ist zumindest mal nass. Und die eine Kamera macht ein bisschen. Dann geht es halt nur mit der und mit der. So, Klaus hat sich angezogen, weil der Regen hat uns jetzt so richtig eingegeben hier. Jetzt fahren wir schon eine ganze Zeit hier auf der nassen Bahn. Wir versuchen jetzt mal zurückzukommen zur Autobahn, um so schnell wie möglich dann runterzukommen. Wir haben noch 75 Kilometer Rest. So, 2 Kilometer noch oder 3 bis zur Autobahn und insgesamt noch 70, 78, 74 bis zum Ziel für heute. Aber es ist insgesamt ganz cool zu fahren, wenn wir jetzt da nicht reinfahren, in das da. Das wäre jetzt doof, aber es müsste eigentlich gut gehen, weil ich habe meine Regenklamotten an.
Jetzt hoffen wir mal, dass das der einzige Regen ist, den wir in den 2 Wochen sehen. Weil die Wettervorhersage für die nächsten Tage in Richtung Slowenien sieht echt gut aus. Da ist das schon schön hier zu fahren. Das ist so die Ecke Knüllwald heißt das. Das habt ihr vielleicht schon mal gesehen. Autobahnabfahrt A7 Knüllwald. Und wir sind jetzt noch wirklich parallel der Autobahn. Die muss hier irgendwo hinter dem Hügel sein. Rechts neben mir. Das ist auch ein geiler Ort hier. Da ist Aua. So, wie gesagt, wenn es was zu gucken gibt, mache ich wieder an. Oh, die Sonne! Das sind ja schottische Verhältnisse hier. Sonne und Regen gleichzeitig. Das sieht nicht gut aus. Ah, vielleicht haben wir Glück, ne? Wenn die jetzt da bleibt oder darüber zieht. Wir fahren jetzt quasi in die Richtung. Dann könnten wir Glück haben. So Jungs, erzählt mal hier. Wie war das denn? Ha? Scheiße war's. Scheiße war. Was war denn scheiße, Wir hatten das Klausi? bestellt. Ah, das war so richtig starker Regen, oder? Ich bin ja Wassersportler, ne? Ja. Aber? Und du hast doch hier so eine Gummitüte das an. Das hast du mir aber versprochen, dass das einmal regnet. Einmal. Das war heute. So, jetzt sind wir erstmal raus aus dem Schauer, weil da kommt hinten der nächste. Deswegen hauen wir jetzt hier wieder ab. Ich musste echt tanken. Und weiter geht's. Ja, wie ihr schon gemerkt habt, ist da noch ein Co-Kommentator dabei. Der wird das ein oder andere an klugen Sprüchen einmal so dazwischen werfen. Was hast du zu dem Tag zu sagen? Ja, nichts im Moment. Was ist denn dein Fazit? Das Fazit, ja, bis auf den Starkregen. Ich meine, mit der Facecam seht ihr das vielleicht hinter mir. Es ist pechschwarz da. Da waren wir jetzt eben drin. Über 30, 40 Kilometer. Richtig heftig. Der Regen. War das ein super Tag. Mal abgesehen, wie gesagt, davon ein super Tag. Wir haben jetzt noch 23 Kilometer zu fahren. Wir fahren jetzt gerade in Fulda rein. Und müssen dann mal sehen, ob wir trocken ankommen. Und dann ist der Tag für heute zu Ende. Gucken wir mal. Also für mich waren es heute 406 Kilometer insgesamt. Für die zwei da vor mir nochmal 120 Kilometer mehr. Ja, ein Schnitt von 5,1 Liter haben wir verbraucht. Bis später. Ja, das ist ja schön. Wir sind jetzt in Oberkalbach. Das ist unser Zielort für heute. Die Sonne ist da. Die grauen Wolken liegen hinter uns im wahrsten Sinne des Wortes. Und ja, wir finden jetzt unsere Unterkunft in der Hoffnung, dass es da zwei Sachen gibt. Zwei. Ein Bier mindestens. Also Bier und was zu essen. Bett sehen wir dann. Dusche sehen wir dann. Man muss einfach Prioritäten setzen. Ja, davon zeige ich aber gleich mehr.
Also, bis später. Ciao. So sieht das Ganze aus. Landgasthof Lang zum Adler. Dann schauen wir mal. Hoffentlich können wir hier eine Pizza herbestellen. Wieso? Da war ziemlich Wir sind in dem Landgasthof Lang zum Adler. Alles etwas älter, aber nett. Ganz liebe Pensions- und Hoteleigentümer. Also, es lohnt sich für Motorradfahrer. Urlaub machen würde ich hier vielleicht sonst nicht unbedingt, aber das 4. Auto schon. Das allerbeste für Motorradfahrer natürlich. Es gibt einen riesigen Carport gebaut, damit Motorradfahrer ihre Bikes dort unterstellen können. Also richtig. Ja, so ging der erste Fahrtag dann zu Ende. Die Motorräder standen sicher und trocken unter dem neuen Carport. Fürs leibliche Wohl war auch gesorgt. Wir hoffen, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht, mit uns da runterzufahren, und wir hoffen, dass ihr beim zweiten Fahrtag dann auch wieder mit dabei seid. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao. Richtig heftig. So. So, jetzt also. So. So. Wir sind irgendwo im Nirgendwo. So. Der eine merkt es früher, der andere merkt es später. So. So. So, jetzt so. Der Nunu brennt mir der Arsch. So. So. So, Jungs, ich brauche mal kurz was für die Kamera. So. 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 Ja. So. Was auch immer jetzt Tüt gemacht hat. Also. So, man muss das einfach mal sagen, ja? Super gepinkelt. So, ihr Lieben. So viel Technik. Boah. Bei denen geht das alles automatisch. Die erkennen quasi die Straße, die BMW. Und dann ist der Tag für heute zu Ende. So, ist eigentlich